Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge Humaldo TV. Jo, heute habe ich wieder ein Spezialthema vorbereitet, nämlich heute werde ich euch entführen in die wunderbare Welt der Virtual Reality, also der virtuellen Realität. Da habe ich nachher schon einen tollen Beitrag vorbereitet. Davor möchte ich noch kurz was erwähnen. Ich habe letztens wieder ein paar Videos produziert, nämlich für meine bessere Hälfte, die ja bekanntlich Bassspielerin ist. Und da haben wir ein paar Videos produziert von ihrer vorigen Band, die sie gehabt hat. Das war ganz was Wildes und da hat sie quasi ihre Bassspuren nochmal eingespielt und das veröffentlicht sie gerade auf ihren Kanal, den man da jetzt wieder eingeblendet sieht. Also da kann man wieder draufklicken und kommt direkt zu den Videos. Gaming-Videos gibt es auch News. Also ich habe Mario Sunshine vom Gamecube, das ist jetzt 15 Jahre alt, also so ein Super Mario 3D Jump'n'Run. Das habe ich damals so gut wie nicht gespielt, das habe ich jetzt wieder angefangen zum Spielen und habe Let's Play gemacht und das ist jetzt mein neues Format. Das ist sozusagen ein Ersteindruck Let's Play. Ja, was heißt das? Also, ich habe ca. 40 Minuten lang das Spiel gespielt, so richtig von Anfang an, ohne Üben und mit allen Fails, also ich lose ziemlich ab dabei, aber gerade das macht sie aus und habe dann so meine Meinung kundgegeben und werde in Zukunft vielleicht nur einen zweiten Eindruck machen, wenn ich schon ein bisschen besser bin. Auf jeden Fall, wenn ich dann durch bin oder mir eine endgültige Meinung gebildet habe, gibt es wieder ein Review. Das heißt, ich werde meine Gaming-Videos so gestalten, dass ich keine endlosen Let's Plays habe. Da gibt es viel bessere, zum Beispiel den Domtendo, den ich da jetzt auch gerade verlinkt habe. Das ist ein richtiger Pro, der spielt die ganzen Nintendo-Spiele, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, aber wahrscheinlich hat er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Eines noch, ich war zu Gast beim Podcast, nämlich beim lieben Herrn Jet Lone Star. Der müsste diesen Podcast auf seinem YouTube-Kanal jetzt schon veröffentlicht haben. Schaut auf jeden Fall vorbei, der Link ist da wieder im i plus in der Beschreibung. Ja, ich würde sagen, dann starten wir mit unserem Ausflug in die virtuelle Realität. Ich übergebe ans Studio B. Ja, und somit wären wir jetzt im Herzen des Kapitalismus. Ja, PlayStation VR. Rausgekommen wir schon letzten Oktober, aber ich war ein bisschen beschäftigt und in die Geschäfte war es überall ausverkauft und extra bestellen oder irgendwo gebraucht kaufen wird das dann auch nicht. Und heute ist mir im regionalen Elektromarkt über den Weg gelaufen und haben mir gedacht, so, schlagen wir zu, weil diese virtuelle Realität ist ja was ganz was Tolles. Und ich habe die PlayStation VR noch nie ausprobiert, also ich bin da echt schon gespannt, was man da erwartet. Ich meine, ich weiß, es ist ein Consumer-Gerät und es ist nicht die höchste Auflösung, aber egal, machen wir mal ein Unboxing. Ich habe ja schon öfters Unboxing-Videos gemacht, die waren alle ein bisschen unkonventionell. Ups, und ist schon kaputt. Diese Schachteln heutzutage. Alles klumpert. Achso, das ist eh nur der Überzug. Da ist er. Wow! Habt ihr das gesehen? Da ist die PlayStation VR. Da sind wir schon im Schachtelland. Deswegen ist die Katze ja da. So. Das ist jetzt schon die innerste Packung, da kann man nichts mehr außer da. Gut, dann haben wir das erste. Okay. Das zweite. Die Demo-Disc, damit man auch ein bisschen was zocken kann. Sehr schön. Ja, bla bla bla. Papierzeug. Ein Putztuch. PlayStation VR Screen Cleaner, auch nicht schlecht. Brauchst du Hilfe? Hulpnodig. Macht sich Sorgen, Marken auf, Franken, Heppen, over. Ja. Kabel, HDMI-Kabel, HDMI, anderes Kabel. Jo, und ich glaube, jetzt sind wir schon beim Herzstück von dem Ganzen. Oh, den Helmi. Kabel. Oh. Und da ist es. Das Headset. Willkommen in der virtuellen Realität. Unglaublich verkabelt. Ich glaube, das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Oder? Mache ich das ja nicht kaputt? Okay, wenn man da hinten drauf drückt. Ja. Na, das ist mir jetzt zu. Da lesen wir vorher mal die Beschreibung durch. Dann schauen wir nur, was da in den weiteren Schachteln drin ist. Tada! Das ist dann diese berühmte Processing Unit. Und wieder ein Kabel. Und die Processing Unit. Das ist ganz witzig. Da kann man die Kabel anstecken. Und wenn sie angesteckt sind,
macht man so und es ist hübsch und die Kabel kommen da direkt raus. Das ist einmal der ganze Packungsinhalt soweit. Also Headset, Processing Unit, haufenweise Kabeln, Kopfhörer, die VR-Disk, Netzteile, Putztuch und Beschreibung. Und zu guter Letzt, Sony geht ja anscheinend davon aus, dass jeder PlayStation 4 Benutzer eine PlayStation-Kamera besitzt. Deswegen ist das Ding nicht inkludiert und muss man extra dazu kaufen. Die berühmte PlayStation Kamera für die PlayStation 4. Ja, schaut ein bisschen gefährlich aus. So. Ja, ein Haufen klumpert, wie üblich bei so modernen Technikspielereien. Ich werde das jetzt gleich drüben anschließen und in Kürze werde ich das Ganze gleich ausprobieren und ihr seid live dabei. Jo, und fertig eingerichtet ist schon. Da ist die PlayStation Kamera, die mich so verdächtig anschaut. Ja, da unten habe ich die Processing Unit neben den ganzen hübschen Netzteilen für meine anderen Konsolen. Ja, und da ganz hübsch ja, das Kabel, weil die PlayStation 4 ja keinen hinteren USB-Eingang hat. Und hier ist das Headset. Ich schalte jetzt zum ersten Mal das Headset ein. Okay, let's start setting up your PlayStation VR. Okay, das mache ich noch mit Controller. Warning, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Alles gelesen, alles gelesen. Oh, geil. Adjust the position and angle, bla bla bla. Put on the headphones. Das. Ah, da unten ist ein Knopf. Also da hinten, das ist der Knopf, mit dem ich die Weite verstellen kann. Quasi zack, zack. Und anscheinend mit dem da unten. Ah, das ist super. Okay. Gut. Oh, da drinnen sagt mir ein Symbol gerade an, dass ich irgendwas am Controller drucken muss. Ah! Da drüben ist jetzt gerade das Bild, aber ich weiß nicht warum. Das Bild tut da sein. Oh ja, aber es ist schon mal ganz witzig, weil ich sehe jetzt schon vor mir eine große Leinwand. Ui, und es ist verpixelter, als ich geglaubt hätte. Also bei Press and Holding the Options Button. Ah! Ah! Ja, jetzt ist das ja gleich was anderes. Ich sehe mich nicht, ich sehe nichts. So start the operation für Voice Say PlayStation. PlayStation! Da unten sehe ich ganz leicht durch, das ist vielleicht, weil die Brühe ansteht. Ja, es ist schon ein bisschen empfindlich von der Höhe her, aber es geht eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, ich starte mit der Demo-Disc. Na, der Downloading Update File. PlayStation VR Demo-Disc. Ja, also zur Zeit ist alles nur flach vor mir. Wie eine Leinwand. Ladescreens anschauen mit so einer VR-Brille. Ah, ist schon langweilig. Oh! Oh! Ah! Oh! Ah, ich sehe meinen Controller geil. PlayStation VR Worlds. Wow! Das ist schon geil. Oh! Oh. Oh. Also, das ist schon. Also, ich muss sagen, ich bin. Ich bin hin und weg, ist das geil. Ich habe soeben mein erstes richtiges Virtual Reality Erlebnis gehabt. Allein in diesem Raum da jetzt drin stehen, sie umschauen. Es ist ein Wahnsinn. Mein erster Eindruck jetzt einmal ist ziemlich geil. Am Anfang ist man von dieser Auflösung ein bisschen abgeschreckt, weil es doch sehr grob ausschaut, vor allem wenn man im normalen Bildschirmmodus ist. Aber wenn das mal in Bewegung ist,
Saugeil, saugeil. Mehr will ich an dieser Stelle jetzt gar nicht filmen, weil ich muss mich da jetzt mal in Ruhe damit beschäftigen und habe jetzt genug Material für einen Haufen weitere Videos für meinen YouTube-Kanal. Und somit gibt der PlayStation VR Humaldo zurück zum Humaldo TV. Humaldo. Jo, da wären wir wieder. Vielen Dank an den PlayStation VR Humaldo, meinen Außenkorrespondenten, für diese Berichterstattung. Ja, und inzwischen habe ich schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, mir diese Virtual Reality Geschichte näher anzuschauen. Und meine ursprüngliche Euphorie ist ein bisschen gedämpft worden, nachdem ich zum ersten Mal Drive Club VR gespielt habe. Also das ist ein Autorennspiel, weil in der virtuellen Realität plötzlich sich selbst bewegen und die Kamera bewegen können. Das ist nicht so angenehm. Das ist so ein bisschen wie seekrank werden, oder vielleicht kennt man das Gefühl, wenn man beim Autofahren liest, dass man dann schlecht wird. Ich habe inzwischen schon ein paar andere Spiele gespielt, vor allem diese herkömmlichen Spiele, wo man eine typische 3D-Steuerung hat. Vor allem diese Spiele sind wirklich gewöhnungsbedürftig. Manche sagen, man gewöhnt sich an diese virtuelle Realität, dass einem nicht mehr schlecht wird. Andere Leute sagen, na, da kann man sich nicht dran gewöhnen, weil es völlig unnatürlich für einen menschlichen Körper ist. Ich werde es jetzt selber ausprobieren und für euch meine Gesundheit aufs Spiel setzen und ja, ein bisschen diese Virtual Reality Gefahren austesten und dann laufend berichten, ob es besser wird oder ob es wirklich so schlimm bleibt. Weil im Prinzip ist es richtig cool. Also ich finde es echt geil, dass man da in dieser virtuellen Umgebung sich bewegen kann. Das ist echt eine völlig neue Spielerfahrung für mich. Ich glaube, das war's schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr da vorbeigeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei der Peak Roofs, bei dem Internetkanal von meiner besseren Hälfte vorbeischaut. Und natürlich auch beim Chat Lone Star, wo dieser Podcast veröffentlicht wird oder worden ist, den wir neulich aufgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da auf meinem YouTube-Kanal oder schaut auf Humaldo TV auf Facebook vorbei und die Seite liken. Das wäre echt geil. Und ja, dann wünsche ich euch nur einen schönen Tag und ciao!